Alter. What the fuck? Weiter geht's mit Slay Princess. Wir haben ja letztes Mal ein bisschen rumprobiert, haben den Chapter 2 erreicht und dann die Entität getroffen, die uns dann kurzerhand umgebracht hat. Und jetzt wird es wieder von vorne losgehen. Und wir sind, jetzt muss ich schon schauen, genau, da sind wir gewesen. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement, of the cabin is a princess. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, wir machen es jetzt mal so. Ich will mehrere Sachen probieren. Ich will zuerst mal einfach rigoros umbringen. Dann will ich möglichst keine Gespräche mit dem Narrator führen, in die Cabin reingehen, mit niemandem reden, wieder rausgehen und einfach wieder zurück. Und dann, als dritte Option, will ich versuchen, den Narrator davon zu überzeugen, dass es vielleicht besser ist, sie nicht umzubringen. Wie wir das schaffen, weiss ich ehrlich gesagt nicht. Und ich will auch so einen Mittelweg gehen zwischen gut und schlecht. Also, was ich vielleicht probieren ist zuerst mega lieb sein zu der Prinzessin und beim zweiten Mal sie einfach umzubringen. Also, einfach mal zum schauen, was passiert. Ja, ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt mal weiter. You're here to slay her. Ja. If you don't, it will be the end of the world. Genau. Und ich habe mich übrigens auch dazu entschlossen, nicht alles zu erklären, was der Narrator erzählt. Also nicht wortwörtlich, sondern einfach vielleicht nur abgekürzt. Weil ich habe meine ersten 2 Folgen selber geschaut und das hat mich ein bisschen genervt. Manchmal, dass ich irgendwie versucht habe, Wörter zu finden. Also, unsere Mission ist, sie umzubringen und zu verhindern, dass die Welt untergeht. Silently continue to the cabin. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. Ja, wir nehmen den kurzen Weg und gehen We're zur not going to go Prinzessin. through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Mhm. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Ja, er weiß nicht, über was er redet. Einfach hingehen. The blade is your... Ja, wir nehmen einfach das Blade. Take the blade. You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Mhm. Es war schon viel zu schwierig, sie umzubringen, wenn wir keins hätten. Und jetzt habe ich auch das Schwert in meiner Hand. The basement. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favour. Mhm. Her voice carries up the stairs. Who's there? Siehst du, sie tut jetzt nämlich auch schon antworten und ganz anders reden. She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Also, weil wir jetzt das Messer genommen haben, implementiert das oder tut das quasi wie suggerieren, dass sie böse sein müsste. Also hat sie ja einen bösen Charakter. Das heisst, unsere Entscheidung definiert, wie die anderen sind. Und darum ist letztes Mal die Prinzessin auch so planlos gewesen, weil wir haben sie gefragt, was sie will, was suggerieren würde, dass wir selber nicht wissen, was sie will, und darum hat sie selber auch nicht gewusst, was sie will. Ist echt das die Idee? Er sagt, dass sie sich gefährlich anlässt. It's almost as if she's the one in charge down here. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Ja, ich tue mich nicht beeinflussen von ihr. Just checking in on you. Hey, I think I'm here to kill you. Continue downstairs. Ich tue einfach keine Antwort geben, gehe einfach ab. You're still listening to reason. Yes. You walk down the stairs and lock eyes with the princess.
There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. Ja, sie ist jetzt also angekettet. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Der Held fragt jetzt gerade, sie ist so schön, ist sie wirklich ein Problem für die Welt? Focus on the task at hand. Mhm. Und der Narrator sagt, fokussiere dich auf deine Aufgabe. And there you are. Are you here to kill me or something? Ja, und sie sagt jetzt, bist du jetzt da, um mich umbringen, wirklich? What? No way, why would you even think? Ja, weil ich das Messer in der Hand habe. I'm just here to talk. Still your nerves and step forward. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Du gehst vor, deine Hände greifen das Schwert stark. Also dann das Ding greifen das Messer. Und währenddem ich meine You steal your resolve. Heisst wörtlich übersetzt. Ja, übrigens, falls es jetzt Leute gibt, die sich darüber stehen, dass ich Sachen übersetzen. Während sie ihre Entschlossenheit festigen. Tut es mir ja wirklich leid. Ja. Oh? No talking then? Fine. What even makes you think you can kill me? Was? Du redest nicht mal mit mehr? Ja, okay. Wie hast du überhaupt das Gefühl, dass du mich überhaupt umbringen I'm kannst? probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. Okay, sie ist jetzt richtig fies. Sie sagt, ich bin vielleicht aus einem guten Grund hier unten eingesperrt und an die Wand angekettet. Wenn das Messer das einzige ist, das du hast, dann solltest du vielleicht näher kommen, um mich umzubringen. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. Genau, und sie will mich jetzt davon überzeugen, dass ich es gescheiter würde lackieren und nicht herausfinden, was sie eigentlich She's alles kann. unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. Genau. End this. Der Narrator sagt, hey, sie ist unbewaffnet, tu dich nicht zurückhalten, bevor es zu spät ist, tu das end das. Drop the blades, later princess! You lunge forward without a moment's hesitation. du schnellst nach vorne ohne einen Moment von der Zögerung. You Und feel flesh batz! easily give way and look down to see your blade already sinking deep into her heart. Siehst du jetzt, wenn ich jetzt den Gesichtsausdruck von ihr anschaue, sie hat jetzt so richtig das, als wäre sie etwas Starkes. Das hat sie aber nur gesagt, weil ich stark war. Also quasi ihr Charakter hat sich an meiner Erwartung angepasst. Ich meine, nur jemand, wo jemand rücksichtslos umbringen will, geht davon aus, dass der andere ein Böser ist. Aber wenn du sie jetzt anschaust, dann sieht sie so aus, als hätte sie gar nicht damit gerechnet, dass ich das mache. You feel flesh easily give way and look down to see your blade already sinking deep in her heart. Also das Fleisch geht extrem einfach nach und du siehst, wie das Messer in ihrem Herz innen verschwindet. Oh, Oh oh, this is it, isn't it? das ist es, oder? I'm almost embarrassed. I should have seen that coming. But I have to wonder. Genau. Also ich sage, aber das ist mir jetzt irgendwie peinlich. Ich hätte das selber gesehen kommen, aber mich nimmt jetzt gerade Wunder. Do you actually believe this was enough to kill me? Du Arschloch, ey. Sie sagt jetzt gerade, glaubst du wirklich, dass das genug ist, um mich umzubringen? Und jetzt stellt sich ja schon die Frage, sie weiss jetzt schon, dass sie nicht sterben kann, respektive, dass sie in einer anderen Welt sich wieder daran erinnern mag. Weil ich bin ja euch wiedergeboren worden im Chapter 2. It's like she's convinced she can't die. Ja genau, der Hero hat es auch gemerkt. Der Hero sagt, sie ist sich sicher, dass sie nicht sterben kann. Yes. Even as she lays there dying, she entirely believes herself to be alive and well. Ja, und der Narrator sagt,
sogar jetzt, wo sie sterbend am Boden liegt, ist sie sich absolut sicher, dass sie lebendig und gut auf But it's ist. over, isn't it? She stopped breathing moments ago. That arrogant look still plastered on her face. Aber gell, es ist jetzt auch über. Sie hat aufgehört zu atmen und der arrogante Ausdruck, wo immer noch in ihr Gesicht hineingepflastert ist. But is it over? Der Hero. Really over? Und der Hero, man hat Bedenken. Der Hero denkt jetzt wirklich, ja, sie ist vielleicht eine nette Prinzessin gewesen, aber irgendetwas hat mit der schon nicht gestimmt. Und er fragt jetzt, ist es jetzt wirklich vorbei? Of course she is dead. I'm not sure. Okay, schau, jetzt siehst du. Ich kann jetzt bestimmen, was es heisst. Of course it is. She's dead. Oder ich kann sagen, of course not. That was too easy. Ach komm, sie ist tot. Yes, exactly. It's over. With your work done, you make your way back up the stairs, closing the door to the basement behind you. Nachdem du deinen Job gemacht hast, gehst du wieder die Stege rauf und schliessest die Türe hinter dir. Why do I feel like we've done something terrible? Und der Held denkt jetzt gerade, wieso feel like we've done something. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir etwas Schreckliches You gemacht did haben? kill someone. Du hast jemanden Greater good or umgebracht. not, something would be very wrong with you if you didn't feel at least a little bad. But it was for the greater good. One of these days that will sink in and help ease your guilty conscience. Ja, ich meine, du hast jemanden umgebracht für das grössere Wohl und irgendetwas wäre extrem falsch mit dir, wenn du nicht dabei würdest, wenn du nicht ein bisschen etwas davon würdest fühlen. Aber es ist fürs grössere Wohl. Und in einem von diesen Tagen, that will sink in and help ease your guilty conscience. Das muss jetzt auch noch schnell. Tage wird ihnen in den Sinn kommen und ihnen dabei helfen, ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen. Wird's das? Also, das würde ich eigentlich sagen, mit der Zeit heilt es die Wunde. Das glaube ich nicht. But that day isn't today. Ja, aber der Let's Tag ist just nicht get out of jetzt. here. Wir müssen raus. You open the cabin door, ready to return to a world saved from certain doom. Genau. Du öffnest die Türen vom Hütli, bereit, zurück in die gerettete Welt zu gehen. Only a world saved from certain doom isn't what you find. Instead, what you find is nothing at all. Where a lush forest stood mere minutes ago, the only thing in front of you now is the vast emptiness of some place far away. Jetzt habe ich aber ganz schnell eine Frage. Ist das jetzt nicht eigentlich die Stimme vom Held gewesen? Ist jetzt der Held der Narrator geworden? Und er sagt jetzt gerade, aber eine Welt, die vom Verderben gerettet worden ist, ist nicht das, was du findest. Stattdessen findest du dich im Neid. Wo vorher noch ein schöner Wald gestanden ist, vor ein paar Minuten, ist das Einzige, was du jetzt siehst, eine endlose Leere vor dir. What happened? Der Held sagt, was ist jetzt passiert? Everyone is fine. It's just that you and the cabin are now far away from them. Don't worry. You'll be safe here. This is good. Everyone is happy. You'll be happy. Nein, der Narrator ist happy. Alles ist gut. Das Hütli ist einfach weit weg von dem. Keine Angst. Du bist in Sicherheit. Es ist gut. Wir sind, jeder ist happy. Du bist happy. That's bullshit, let me out of here. I was kind of hoping I get a better ending for saving the world. Ich habe gehofft, dass ich etwas Besseres gefunden als die Scheiße. Ja. This isn't an ending. In fact, now that the princess has been slain, endings are a thing of the past. No. This is the beginning of eternity. Your reward. Das ist nicht das Ende. Eigentlich im Prinzip
Jetzt, wo die Prinzessin umgebracht worden ist das Ende in der Vergangenheit. Das, was du jetzt siehst, ist der Beginn von der Endlosigkeit oder Eternity. Ja, Endlosigkeit. Ewigkeit, genau. Das ist dein Verdienst. This is what's best for everyone. Das ist das Beste. Trust me. Ja, das ist das Beste für jeden. Time passes. You can't be sure if it's days or months or years or even decades. It's all a wonderful, boring blur. You've never been happier. Der Narrator weiss einfach schon, wie man Leute einfach verarscht irgendwie, habe ich das Gefühl. Zeit verstreicht, Monate, Tag, Monate, Jahr und Dekaden ziehen an dir vorbei. Es ist so wunderschön und du bist noch nie glücklicher gewesen. Hey, we're not just gonna stay here forever, right? Und der Hero sagt jetzt, hey, wir haben doch sicher nicht vor, hier für ewig zu bleiben, oder? Jetzt ist die Frage, wie wir weitermachen. Ich meine, jetzt haben wir sie umgebracht. Ich würde sagen, wir werden jetzt schauen. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass wir das Ende bekommen. Das ist so geil. Hast du es nicht gehört? Der Narrator hat gesagt, wir sind happy. Hell no, you have any idea to get us the heck out of here. Of course we are, I like it here. Nein, also wir sind jetzt mal ehrlich. Und sagen, nein, sicher nicht. I do, but you're probably not going to like it. Und der Hero sagt, ja, ich habe einen Plan, aber du wirst ihn wahrscheinlich nicht gerne haben. The blade. We can use the blade to get out of this. Der Hero sagt, das Messer. Wir können das Messer dazu brauchen, hier rauszukommen. I can hear everything you say, little voice. There's only one thing it would want you to use that blade on, and I'm afraid that thing is you, dear hero. Ich kann alles mit anhören, was ihr erzählt. The only thing it would want you to use that blade on, and I'm afraid that thing is you, dear hero. He's right. It's the only way out. Ja, wir müssen uns umbringen. Do you hear that? It wants to take this happiness away from you. It wants this wonderful place to end. Okay. Hast du das gehört? Er will dir die Happiness wegnehmen. It wants this wonderful place to end. Er will, dass der ganze Ort hier verschwindet Do you und not? endet. There's more for us to do, and the only way for us to do it is to take that blade and use it. There's more for us to do. Da gibt es mehr für uns zu tun. Der einzige Weg ist es, das Messer zu nehmen und es zu benutzen. Don't you dare. Denk nicht einmal dran. Also mach das ja nicht. Anything to get out of this hell, you're right. I didn't like that idea. Wouldn't use the blade, you know, kill us. Wouldn't we be dead? We wouldn't using the blade, you know, kill us. Anything to get out of this hell. Ich mache alles, um aus dieser Hölle rauszukommen. Thank you. Ja, bitteschön. I made this happy little place for you. Is this not a good enough reward for saving the world? An eternity of bliss? You ingrate. Der Narrator ist einfach geil. Ich habe den Ort für dich gemacht. Ist es nicht gut genug für dich? Als Belohnung dafür, dass du die Welt gerettet hast. Eine Ewigkeit voller Glück. Du bist so undankbar. Fine. Whatever. For the first time since time stopped meaning anything, you throw open the door to the basement and walk down the stairs. Ja, okay, wie auch immer. The first time since time stopped meaning anything.
You throw open the door into the basement and walk down. Also wir gehen wieder runter. The princess's body is dust and bones, though the blade you used to slay her is still as pristine as the day you first held it. Holy shit! Also die Prinzessin, ihr Körper ist nur noch Staub und Knochen. Pristine and the day you first held in. Und das Messer ist immer noch in der guten Verfassung wie an dem Tag, wo du ihr reingerammt hast. You pick up the blade, you stab yourself, and you die. Du nimmst das Messer, stichst in die Kinn und stirbst. Bats. The end. Nice knowing you. Und das ist das Ende. Schön, dich kennengelernt zu haben. Der Spectre. Der Spectre ist der Geist, oder? You're on a path in the woods. And at the end of that path is a cabin. Also das Gespenst. And in the basement of that cabin is a princess. So, und jetzt, wir sind jetzt in der zweiten Runde. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir versuchen dann mal gut zu ihr zu sein. Oder machen wir wieder, sind wir wieder Arschlöcher? Es ist hoch schwierig, weil ich würde natürlich auch immer wieder das Gleiche machen. Ich versuche immer vernunftmäßig zu entscheiden und natürlich nicht aus der Perspektive von irgendjemandem. Also, wir gehen wieder You're weiter. here to slay her. Ja, wir kennen das. Oh, you bastard! You're in for it now. I'm wise to your tricks. I'm getting a terrible sense of déjà vu. Das nein. But I killed myself. What I'm doing here? Nein, das müssen wir nicht sagen. Proceed to the cabin. Wir gehen einfach weiter. A warning before you go any further. Ja, eine Warnung. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power. She Ja. won't be a problem. Voice of the Cold. Sie ist kein Problem. Okay, das ist eine Stimme in mir drin. Jetzt versuchen wir wirklich leer The zu interior werden. of the cabin is cold, a soft odour of dirt permeating the air. Cobwebs flutter in the corners. You can hear wind whistling outside, banging the shutters against the windows. The only furniture of note is an elegant antique table with a pristine blade perched on the edge. Also die innere Einrichtung ist kalt, mit ein sanfter Geschmack von Dreck quasi ist in der Luft. Überall Spinnennetz in den Ecken. Du hörst den Wind, wie er draussen durch alles durchpfeift. Und banging the shutters, also schlägt Balken gegen die Fenster. Und die einzige Einrichtungsgegenstand ist ein elegant antiker Tisch. Und auf dem Tisch ist dein Schwert, also dein Messer. Ich gehe jetzt mal schnell zum Spiegel. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Ja, also das Messer ist mein Werkzeug, um meinen Job zu machen. It feels like no one's been here for a long, long time. Ja, es fühlt sich so, als wäre hier schon lang niemand mehr gewesen. Like I've been saying, she's dead. We killed her already. Wie ich schon gesagt habe, sie ist tot. Wir haben sie schon gekillt. Approach the mirror. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. Ja genau, du gehst zur Wand in der Nähe von der Tür. Es ist einfach eine Wand und nicht mehr. What are you talking about? This isn't a wall. It's a mirror. Or at least it'll be a mirror once we wipe off that layer of grime. Genau, jetzt sagt der Held eigentlich wieder das, was er letztes Mal schon gesagt hat. Wieso kann ich nichts machen? You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. But there was a mirror a second ago. And now it's gone. Let's not spend much longer worrying over it. Clearly it's not even important enough to be acknowledged. Ja, wir dann eigentlich einen Durchläufer suchen, wo wir uns nicht um den Spiegel kümmern.
Und jetzt ist er weg. Tu nicht mehr. Tu dich nicht um das mehr sorgen. You have to be acknowledged. Clearly it's not even important enough to be acknowledged. Genau. Ja, ich verstehe, was sie sagen, aber ich kann es nicht übersetzen. Es ist nicht einmal genug wichtig, um es zu bestätigen, quasi, dass es dort dann ein Spiegel war. Take the blade, ich gehe einfach ab. The door to the basement groans open, revealing an old banister and a creaky wooden stairwell. Everything is coated in a thick layer of dust, and you can feel it settle into your lungs as you breathe in the stale air. The very building itself feels dead. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. Ja, das ist so. Also die Tür geht auf und wir haben alte, knarrige Stege. Und alles ist in einer richtig dicken Schicht von Dreck und Staub, wo sich langsam mit deiner Lungen absetzt bei jedem Atemzug. Und alles fühlt sich hier tot an. Und wenn die Prinzessin da sollte sie ist, umbringen für sie sicher ein Vorteil. The room below is silent. Oh shit. Der Raum drinnen ist ruhig. Nobody's here. Naturally. Niemand ist da, natürlich. As much as I appreciate the optimism, you shouldn't be so sure. Ja. Und der Narrator sagt, auch wenn ich deinen Optimismus zu schätzen weiss, wäre ich mir da nicht so sicher. I guess we'll just have to go down and see. Ja, komm, wir gehen doch einfach mal ab und schauen und schauen mal. As you descend the final step, the form of the princess comes into view. A skeletal body, lying in a heap on the floor, its wrist still bound to the wall by a thick chain. Währenddem du die Stegen absteigst zum letzten Stegentritt, the form of the princess comes into view. Dann siehst du den Zustand von der Prinzessin. Es ist ein Skelett, ein skeletal body lying, also ein Skelett liegt am Boden. Und das Handgelenk ist immer noch um die Kette die Kette ist immer noch um das Handgelenk gebunden. Okay, she's definitely dead. Der Hero sagt, okay, sie ist definitiv tot. It's just like I told you. Before you have a chance to finish your thought, the top of a head appears from underneath the floor. Bevor du überhaupt das hast du fertig denken, siehst du einen Kopf, der durch den Boden durchgeht. Two deep-set eyes stare up at you, followed by a mischievous, skeletal grin. Also zwei eingefallene Augen schauen dich an, mit einem, was heisst Mischievous? Schelmische Skelettgrinsen, schelmisch. And finally, the rest of the body floats up to join the head. Wait, this isn't right. What's going on here? Nicht nur der Narrator checkt, was los ist. Schlussendlich siehst du den ganzen Körper, wie er schwebt und... Moment mal, was läuft hier eigentlich? Ghost! Hero! Oh nein, bitte, bist du so eine harte Pussy? Oh, Geist, sagt er. Wow. How absolutely terrifying. What's a ghost supposed to do to us? Der Cold ist so fucking geil. Oh wow, absolut schrecklich. Was macht jetzt der Geist mit uns? Oh, it's you. Hiya, Keller. I was hoping to see you again. I have some issues with how our last meeting went. Yeah, geil, ich liebe die Stimme. Oh, du bist es wieder, mein lieber Killer. Sie hat gehofft, dass sie es wieder sieht. Und sie hat noch ein Problem mit der Art und Weise, wie wir uns gegenseitig getroffen haben beim letzten Mal. The princess drifts across the room into your orbit, gently running her fingers across your shoulders and down your neck as she circles you. Die Prinzessin kreist um uns herum, tut vorsichtig die Finger über unsere Schultern bewegen. Down your neck and she circles you.
Her touch is cold and ethereal, formless yet real enough that her icy fingertips send shivers dancing across your skin. Genau. Ihre Berührung ist kalt und leer. Und es gibt ihr Gänsehaut. Also. Shivers. Shivers ist, wenn du aus Angst zitterst. Mann! Kennt ihr das? Wenn ihr etwas auf Englisch leset und nachher das auf Deutsch übersetzt, dass es nicht kennt? Schauer, ja genau, über die Haut tanzen lassen. Ich kann es natürlich nicht so gut übersetzen, es tut mir leid, liebe Leute. Ich hoffe, ihr kennt euch so gut Englisch. Ich verstehe es auf Englisch, aber es ist für mich fucking schwierig, die richtigen Wörter zu finden, weil dann, ja, Shivers dancing across your skin. Also der Schauer tanzt dir quer über deine Haut. So she has a body, and she's right there. We could probably grab her and kill her again, if we wanted to. We don't even need a blade. She looks fragile enough to me. Oh, der Cold ist wirklich cold. So, sie hat einen Körper und sie ist genau hier. Also könnte man sie theoretisch nochmal packen und umbringen. Und man bräuchte wahrscheinlich nicht einmal ein Messer. Und sie sieht genug zerbrechlich aus. Also, wir machen jetzt nicht Grab Her, sondern wir machen jetzt einfach Wait and see how things play out. Du mal warten und schauen, was passiert. I see you don't have that annoying knife anymore. Ich sehe, du hast das verstörende Messer nicht mehr. So, does that mean you regret what you've done? Are you here to apologize and make nice? Beg for absolution, maybe? Okay, sie sagt in dem Fall bereust du, was du gemacht hast und du bist da, um dich zu entschuldigen. Because I might be interested in seeing a little begging. Okay, und sie sagt, vielleicht würde es mir ja gefallen, wenn du darum würdest betteln. I killed you, what are you doing? Not being dead. Was machst du eigentlich, dass du nicht tot bist? Do you know why you came back? Weißt du eigentlich, wieso du zurückgekommen bist? Stop playing the victim. You threatened me last time. I'm sorry, I killed you last time. I shouldn't have done that. Do you want me to die? Do you want me to kill myself to satisfy some sort of sick revenge fantasy? Because I already did that and it wouldn't be hard to do it again. Willst du, dass ich mich umbringe? Willst du, dass ich mich umbringe, damit es dich befriedigt? Also quasi deine Fantasie, deine Rachefantasie befriedigt? Weil ich habe das schon gemacht und das war nicht immer so extrem schlimm gewesen. I'm sorry, is there any way I can make it up to you? The people who wanted you dead tricked me and then the enemy of my enemy is my friend. Let's team up. Also der Feind von meinem Feind ist mein Freund. What do you want from me? Was willst du eigentlich von mir? If I knew it wind up having to talk you again, I wouldn't have slain you. I died too, and I'm not floating around you like you are. What happened? Why am I different? Oh Gott, du hast so viel. Ich bin erst schon für die Hälfte der Antwortmöglichkeiten. Shit! Ich bin im letzten Mal gestorben, aber ich bin kein Geist und fliege in einem Zug umeinander. Was ist passiert? Wieso ist es bei mir anders als bei dir? Also du bist tot oder so ähnlich. Was kannst du mir überhaupt antun? Nein, wir sind jetzt keine Arschlöcher. After I killed you, this cabin, I want to say it teleported. It wasn't in the woods anymore. Time stopped meaning anything and I had to kill myself to escape. Soll ich ihr einfach alles erklären? Was bringt das? Ich würde jetzt ihr erklären, was passiert ist. Ich habe dich umgebracht und dann hat einfach alles aufgehört Sinn machen.
I sent to kill him. Ich denke, ich sollte dir erzählen, warum ich zu dir komme, dich umzubringen. You're going to end the world. Mir ist gesagt worden, dass du die Welt beenden. Clearly slaying you isn't going to work. What do you want? Okay, so habe ich gesehen, dich einfach umzubringen bringt nichts. Was willst du eigentlich? Okay, okay, Team, I'm out of ideas though. If you're dead, then there really isn't much for me to do, is there? I guess I'll get going. Ich glaube, ich sollte einfach mal gehen. Okay, ich denke nicht. There's much more from us to talk. Es gibt nicht mehr, wo wir besprechen können. Get my blade and then the two of us can fight. Nein. Grab the prince. Nein, ich tue sie sicher nicht noch umbringen. Ich kann sie wahrscheinlich auch gar nicht umbringen, weil sie sich selber kann, dematerialisieren, nehme ich jetzt mal an. Aber mir gefallen eigentlich die oberen Dings noch. Do you want me to die? I'm sorry, is there any way I can make it up to you? Es tut mir leid. Gibt es irgendetwas, wie ich das wieder gut machen kann? Of course there is. You can give me the only thing I've ever wanted. A way out of this basement. The place won't let me leave. You can give me the only thing I've ever wanted, a way out of this basement. The place won't let me leave. Der Ort tut sie nicht loslassen. Also sie will aus unserem Keller. I've tried. Before you came back to me, I explored every inch of this place, even the spaces between the walls. But I never found a way out. I always wound up right back here. Okay, sie hat verzweifelt versucht, rauszukommen. Sogar der Raum zwischen den Wänden. Und jedes Mal, wenn sie versucht hat, den Raum zu verlassen, ist sie wieder in den Raum hineingekommen. Maybe we should just leave. If she can't get out on her own, then why do we have to do anything? We could probably walk out right now and everything would be fine. Das sagt jetzt der Hero. Der Hero sagt, vielleicht sollten wir einfach gehen. Sie kommt ja da eh nicht raus. Wir können da einfach rausgehen und alles bleibt gut. Hasn't got out and can't get out are two very different things. Also, sie sollte nicht rauskommen oder sie kann nicht rauskommen, sind zwei ganz komplett verschiedene Sachen. Ja, genau, das Be stimmt. dull anyway. It's more interesting if we make a choice. Ja. Ist doch scheißegal, es ist viel interessanter, eine Entscheidung zu But you treffen. can come and go as you please, can't you? So, let me hitch a ride. Und sie sagt jetzt, du kannst aber innen und raus. Kann ich bitte mit dir also Trittbrettfahrer ist ja Hitchhinker, oder? Mit dir mitkommen. After all, you owe me. Schlussendlich schuldest du mir das. Absolutely not. Ja, ich würde auch sagen, Is eigentlich she nicht. asking if she can possess us? Ja, natürlich sagt sie das. Sie fragt, ob sie es kann besitzen She is. And I hope I don't need to explain why you can't let that happen. It would be catastrophic if she managed to escape this place. And if you let her in, there is very little anyone could do to stop her. Mhm. Der Narrator sagt, ja, natürlich ist das, und ich hoffe, ich muss nicht erklären, dass das nicht sollte passieren. Das wäre katastrophal, wenn sie den Ort verlassen. Anyone could do to stop her. Aber leider gibt es hier nicht viel, was wir machen können. Would she be able to see us if we went along with it? Was? Was sagt er? Would she be able to see us if we went along with it? Ist sie denn quasi able? Ah, Mann!
Ist sie denn in der Lage, uns zu sehen, wenn sie mit uns mitkommt? Now, isn't that an interesting thought? We could finally bring her face to face with him. I wonder what she would have to say to the one who wants her dead so badly. Hey, das ist aber wirklich eine geile Idee. Der Colt, der ist sympathisch, finde ich jetzt ehrlich gesagt. Er sagt, das ist ein extrem interessanter Gedanke, wenn wir sie schlussendlich also face to face, ihm gegenüberstellen. Dann kann sie ihn ja fragen, warum er will, dass sie stirbt. You won't like how things play out if you go down this path. Der Narrator sagt, du willst nicht, wie die Dinge sich entwickeln, wenn du das machst. Ich kann sie ja mal fragen, wenn du bei mir drin bist, habe ich trotzdem noch Kontrolle. Also. Sure. Why not? Natürlich. That doesn't sound very reassuring. Ja, das ist dann nicht sehr vertrauenswürdig. Could be the best way to trap her for good. Doesn't seem like it would be very easy to end the world from inside someone else's body. Es kann vielleicht gar nicht so schlecht sein, sie in seinen Gefangen zu behalten, weil vielleicht ist es ja gar nicht so einfach, die Welt zu zerstören, wenn man im Inneren von einem Körper That ist. is a very dangerous train of thought. Das ist ein ziemlich gefährlicher Gedanke. Die Welt ist doch nur vorübergehend. You leave once we're out of the cabin. You will leave once we're out of the cabin. Das ist doch nur vorübergehend. Du kommst sicher aus mir raus, wenn wir draußen sind. Nein, das wollen wir eigentlich ja nicht. We need to talk about what happens after you leave this place. I was told you end the world. And what? You just believed that? You killed me without giving it any thought? That's cold. Ja, das stimmt. Ich kehre die Stimme in meinem Kopf anhand davon, wie ich darauf reagiert habe. Und was? Du hast das einfach so geglaubt? Du hast mich umgebracht, ohne darüber nachzudenken. Das ist kalt. That's rich coming from her. Every time she touches us, it's like we freeze over. Ja, genau, das kommt von ihr, während wir jedes Mal fast erfrieren, wenn sie es berührt. She's right, though, but that's neither here nor there. What's done is done. What we do from this point forward is all that matters. Let's try not to let emotion get the better of it. Aber sie hat recht. But that's neither here nor there. Was done is done, was passiert ist, ist passiert. From the point forward is all that matters. Das, was jetzt dann noch wird passieren, von hier weg, ist viel wichtiger und man sollte aufhören, da irgendwelche Emotionen reinzumischen. Obviously, I was wrong of me to believe that. How could you have ended the world if all it took to kill you was a knife to the heart? The world, if all I took to kill you was a knife to... What are you going to do if I help you get out of here? Was machst du, wenn ich dir helfe, rauszukommen? Well, where are you going to end the world? I don't know. Maybe I'll just fade away. Finally able to rest once I'm free from my unfinished business. Maybe I'll find someone to haunt. Sie sagt, ich weiss nicht, vielleicht verschwinde ich einfach, zur Ruhe zu kommen, wenn ich endlich frei bin, aus meinem unfinished business. Oder vielleicht kann sie ja irgendjemand eine Hand
quasi verfolgen oder ah Mann, das Wort! Ja, es ist verfolgen eigentlich. Jemanden zu verfolgen, aber mehr so, so quasi die Person psychisch ins Elend stürzen und zu verfolgen irgendwie jetzt. Ich kann es nicht erklären. Anyway. Maybe I'll haunt you. Ja, vielleicht tust du mich verfolgen. It's a tough question, asking someone what she's going to do with her life. Das ist eine schwierige Frage, jemanden damit zu fragen, was sie mit ihrem Leben anfängt. The princess leans in close and pauses, the frigid air between you stale and unmoving. Sie kommt näher zu mir. Especially when it's someone is dead. Speziell, wenn jemand tot ist. She pulls back with a playful giggle. Und jetzt fährt sie plötzlich an lächeln. I don't think most living people could answer that either. Does anyone actually know who they are or what they want? Sie sagt jetzt sogar, dass sogar lebendige Leute nicht wissen, wie auf die Frage zu antworten. Wissen eigentlich wirklich alle Leute, wer sie sind und was sie wollen? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Do you want to end the world? Leave it at that. Lach sie so zurück. So, tust du dann die Welt beenden? I don't know. I just wanted to leave. I still just want to leave. Sie will nur rauskommen. Sie kann es mir nicht sagen. You didn't answer my question. Do you want to end the world? Du hast meine Frage nicht beantwortet. The only thing I've ever wanted was to leave this place. It's still the only thing I want. Okay, das ist das Einzige, was du willst. Du willst den Ort verlassen. You still didn't answer my question. Even if you don't want to end the world, does letting you out of here mean the end world is that the world is going to end? Even if you don't want to end it, does letting. Also wenn du das nicht willst, tut es dann gleich. Und schau jetzt, want ist wieder dick geschrieben. It does. Der sagt, dass das We're passiert. not asking you. We've heard your whole speech already. Wir haben nicht dich gefragt. Meint die, das, was du sagst, schon lange gehört? I really don't know. I'm not lying to you. I promise. Okay, jetzt ist sie plötzlich zu traulich. Sie sagt, sie weiß es wirklich nicht und sie lügt mich auch nicht an. The world doesn't matter. All I remember is that I'm supposed to be there, not here. I'm just supposed to be a part of it. It's its home, I think. Okay, das ist eine sehr straube Antwort. Sie weiß es wirklich nicht. Und alles, was sie weiß, ist, dass sie nicht hier. All I remember is supposed to be. Sie ist sich auch nicht einmal wirklich sicher. Sie sagt, also das Einzige, was ich machen sollte, ist nicht hier sein, aber dort aussen. Und sie glaubt, dass sie ein Teil von dem Ganzen soll sein. Und dass das ihres Daheim ist. But what does it mean for anything to end? I ended, but I also didn't. But what does it mean for anything to end? Ja, was heisst es überhaupt, dass etwas endet? Ich habe etwas geendet, aber ich habe es auch nicht geendet. I'm not so sure endings are real. Und sie sagt, sie ist nicht sicher, dass das Ende überhaupt reell ist. Kann ich es jetzt mitnehmen? I killed you, what are you doing? Okay, jetzt lassen wir sie mal rein.
I died too. You're dead, or at least mostly dead. Okay, Team. Let the princess possess you. Also komm. The princess swims through the air in front of you, pausing for a brief moment as her dark-rimmed eyes stare deeply into yours. There's a hunger in her gaze. Okay. You're really trying to make it up to me, aren't you? Thanks for being a pal, killer. I mean it. Okay. Du willst mir wirklich helfen, oder? Danke dir. Das bedeutet mir wirklich viel. What are you doing? Don't just let her in. How many times do I have to tell you? Ich will, dass sie mit dir redet. Was machst du? Du kannst sie nicht einfach reinlassen. See you soon. Wow, jetzt bin ich verklippt. Bis später. Alter, She rushes verklippt. forward and then she's gone. A sharp chill spreads across your body. It starts in your chest, a freezing numbness flowing out from your heart, all the way down your limbs, your mind growing cloudy and confused as it settles over your very soul. Also, Angst breitet sich in dir innen aus, also chill, ja, also Gänsehaut, ja, chill. Du fühlst dich benommen in deinem ganzen Körper, vom Brustkasten durchs Herz, den ganzen Weg ab bis zu deinen Gliedmaßen. Dein Hirn fühlt sich vernebelt und verwirrt an. Und zwar über deine ganze I'm Seele. not sure I like this. Can we get a do-over? Ich glaube, ich mag das nicht. Können wir das irgendwie beenden? Au! I'm afraid it's too late to stop now. The numbness gives way to a stabbing pain, your muscles twitching and convulsing violently, each involuntary movement causing more waves of agony to ripple across your body. Okay, also es ist schon spät. Deine Taubheit ist zu gives way to stabbing pain, also wird zu einer Art Schmerz. Die Muskeln verziehen sich schmerzhaft. Und jede Bewegung endet in einem extremen Schmerz. You collapse to the floor, and everything goes dark. Du gehst am Boden und alles ist dunkel. Come on, you. You've got to get up. I know everything feels heavy right now, but we still have to get out of here. Hey, steh auf! Alles wo... Ja, ich weiss, alles fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an, aber du solltest jetzt Aufstand rausgehen. Your eyes flick back open as you get your bearings, your vision swimming as... So this is what it's like to be you, huh? Disembodied voice narrating your every move? Ach so ist es in dem Fall sein, wenn man du ist. Ein Disembodied, eine körperlose Stimme erzählt dir, was du bei jedem Schritt zu tun hast. So, it doesn't work like that for you? Also, funktioniert das für dich nicht? Clearly it doesn't, or she wouldn't have commented on it. All these shards of broken glass on the floor. Are they also supposed to be you? All the shards of broken glass on the floor are they also supposed to be you. All die zersplitterten Scherben am Boden, ist das auch beabsichtigt, du zu sein? Hä? They're also supposed to be you? Hä? Wieso fragt die mich das? Meint sie damit den Glasscherben meine Stimme im Kopf? Hey, I'm not a shard of broken Ach glass. so. Sie meint also die Stimme in meinem Kopf. Ich habe gedacht, hä, meint die das jetzt wortwörtlich? Und der Hero sagt, hey, ich bin kein Glasscherbe. It's okay. You can finish your thought. Ist okay, ist gut. Du kannst auch weitermachen. A voice? Me is what I am.
Ich bin eine Stimme. Das bin ich, was ich bin. Who cares what we are? We exist. That's all that matters. Das ist doch egal, was wir sind. Wir existieren. Das ist alles, was zählt. You don't have to fight. We'll all be out of here soon. Du musst nicht kämpfen. Wir sind gleich draussen. No, it matters. What we are matters. If I'm a shard of broken glass, then that raises some questions about certain other voices in here too. Mhm. Nein, es spielt eine Rolle. Es spielt wirklich eine Rolle. Wir sind keine Glasscherben. Then that raises some question about certain other voices. Other in here too. Also vor allem der Narrator hat sich jetzt bis jetzt nie gross gemeldet. Das stimmt. I'm clearly the same thing you are. They're not listening to me. Do they not listen to you either? Sie hören nicht auf mich, denn sie hören sie an dir. No, I'm not talking about you. I'm talking about him. Er redet nicht über... Ich rede nicht von dir, sondern über ihn. You don't need to know what I am. You just need to know that I'm different from you. Jetzt sagt er plötzlich etwas. Jetzt sagt der Narrator etwas. Ich muss nicht wissen, wer ich bin. I just need to know that I'm different from you. Ich muss nur wissen, dass ich anders bin als er. So, you're the one who pulled the strings and made me dead. I can tell you don't belong here. You're barely even there. Like the shape of something left behind. You're more of a memory than a person. Sie macht dann jetzt gerade ein bisschen psychisch fertig. Ah, du bist dann von der die ganze Fäden zieht und mich umgebracht hat. I can tell you don't belong here. You're barely even there. Like the shape of something left behind. Also, du kehrst eigentlich... Ich kann dir einfach sagen, dass du eigentlich gar nicht ankehrst. Du bist nicht einmal wirklich da, wie eine Form von etwas, wo wir hinter uns gelassen haben. So etwas Ähnliches wie eine Erinnerung von einer Person. That's rude. Oh, das ist frech. You're kind of like me, actually. Du bist so etwas Ähnliches wie ich. Just going to ignore her. You push yourself off the ground. The princess is nowhere to be seen. Obviously, she's nowhere to be seen. Der Cold ist geil. Der Narrator hat gerade gesagt, du stehst auf und du siehst, dass die Prinzessin in ihrem Raum ist. Der Narrator versucht, die Geschichte wieder aufzubauen. Und uns möglichen Wortkonflikt sich fernzuhalten und ja, kein Gespräch anzufangen, weil er genau weiss, es könnte scheiße enden. Und der Cold sagt einfach, natürlich kann man sie nie sehen, schließlich ist sie ja easy. Because I'm in here with all of you. Everybody knows that. Ja, das ist, weil ich hier bin und jeder weiß I'm das. setting the stage. The room is empty because you made a spiteful, idiotic, and all-round foolish decision. Oh, der Narrator kann einfach nicht aufhören. Er ist, glaube ich, nicht sehr glücklich darüber, dass sie in uns innen ist. Und er sagt, dass er die Bühne quasi vorbereitet oder aufsetzt. Der Raum ist leer, weil ich eine idiotische, dumme und boshafte Entscheidung getroffen habe. You don't have to let him get to you. You're better than that. You're starting to make things right. Du musst nicht dich von ihnen beeinflussen. Du bist besser als das. Du bist gerade dabei, Sachen besser zu machen. This is infuriating. Just whatever you do, you can't leave this place. It's not too late to fix this. Probably. Er ist sich nicht einmal sicher. Also der Narrator sagt, du kannst jetzt den Raum so nicht verlassen und es ist auch nicht spät, das irgendwie wieder herzubekommen. Also vermutlich.
Und das ist irgendwie... this is infuriating, das ist ärgerlich. I can't think straight, there's too much noise. Wieso sage ich das? Wieso sollte ich das sagen? Ich kann nicht klar denken, da ist zu viel Noise. Also Störungen sind rum. Leave the basement. Ich meine, wir müssen doch nicht rausgehen, wir können ja einfach mal raufgehen. Your legs, weary with the weight of the princess's spectral form and clumsy with the cold that still pervades them, stumble towards the stairs. Mit dem Gewicht von der Prinzessin in ihrem spektralen Form, clumsy ist so ein bisschen unbeholfen, das ist with the cold mit der Kälte zusammen, dass ich die Stegen ja, mehr oder weniger aufstirkeln oder stolpern. I'm just trying to get home. You don't have to act like it's the end of the world. Ja, ich will nur heim. Du musst nicht so tun, als würde ich die Welt beenden. But that's exactly what you leaving this place is going to be. Und das ist genau das, was passiert, wenn du den Ort You verlässt. don't know that. Und das weißt du gar I nicht. do. Und er sagt, wohl, das weiß ich. Wait, if she has a home to go back to, doesn't that mean that her leaving won't end the world? If she has a home to get back, doesn't that mean that her leaving won't... Ja, das ist ein guter Einwand, Hero. Danke für den Einschub. Er sagt, Moment, schnell. Wenn sie ja sagt, dass sie es daheim hat, wo sie zurückgehen kann, heisst das nicht, dass sie eigentlich gar nicht beabsichtigt, die Welt zu beenden? Ja, korrekt. It doesn't mean that at all. It could mean that wherever her home is, it's outside of the world. Das bedeutet eigentlich gar nicht. It could mean that whatever her home is, it's outside of the world. Das könnte auch bedeuten, dass es außerhalb von dieser Welt ist. Das wissen wir auch nicht, das stimmt. Yeah, but it has to be somewhere, doesn't it? And if it's somewhere, then it's part of the world. Genau, aber es muss ja irgendwo sein, nicht? Und wenn es am Nord ist, dann ist es Teil von dieser Welt. I suppose it's all a matter of perspective. Where does the world end and something else begin? Does the destruction of one open a door to another? Or is it the same world reborn? Das ist eine gute Überlegung, aber ich tue dir jetzt nicht ganz folgen, weil ich bin schon auch noch ein bisschen beim Held, weil ich sage, ja, ihr Daheim ist ja ein Teil von dieser Welt und das würde eigentlich auch heissen, dass sie eigentlich die Welt gar nicht beenden will. Wobei der Colt sagt jetzt, das ist alles eine Sache von der Perspektive. Where does the world end and something else begin? Das ist alles eine Perspektive, wo etwas aufhört, wo eine Welt aufhört und etwas anderes beginnt. Bedeutet das nicht, dass die Zerstörung von etwas Tieren öffnet für etwas anderes, wo in eine andere Welt öffnet, Tiere in eine andere Welt öffnet oder sie reborn, wiederbelebt quasi? Against the backdrop of the inane conjecture of meaningless little voices, your body continues its ascent up the stairs, staggering through the open door. Der Narrator ist wieder ein bisschen genervt über uns. Moment schnell. Vor dem Hintergrund der albernen, vermuteten, bedeutungslosen kleinen Stimmen steigt ihr Körper weiter die Treppe hinauf und taumelt durch die offene Tür. For how much you hate her, you aren't doing a whole lot to stop us from leaving this place. Also wie stark hasst sie du eigentlich? Doing a whole lot to stop us from leaving. Für das, dass du so extrem hasst, haltest du uns nicht davon auf, den Ort zu Maybe the verlassen. bossy one doesn't actually hate me. Maybe he even likes me. Or maybe he just knows that he's been in the wrong. Maybe he's trying to make amends too. Ja, das könnte auch noch sein. Möglicherweise ist der herrische Typ, also der Narrator, vielleicht hasst er sie nicht einmal.
Vielleicht mag er sie sogar. Oder vielleicht hat er jetzt gerade, vielleicht denkt er jetzt gerade, dass er vielleicht falsch liegt. Und möglicherweise ist ja er der die Welt beendet. Not at all. I'll have you know that I do hate you, and I will continue to hate you for as long as I am able. Hey Narrator, was ist los? Nicht wirklich. Ich tue dich wissen, dass ich dich hasse. Und ich werde dich für immer hassen. Für die Zeit, wo ich fähig dazu bin. It's just the weight of it all. It's too much for me to do anything other than describe and dictate. Das ist einfach zu viel für mich. It's too much for me to do anything other than. Es ist zu viel für mich, also mehr als nur zu beschreiben und zu diktieren, was passiert. And whine. und jammern. This body wasn't made to hold you and the princess. If you want to renege on your cataclysmically terrible decision a minute ago, well, you're the only one that can make that happen. Also die Körper ist nicht dafür gemacht, dich und die Prinzessin zu heben. Und wenn wir die Entscheidung vorher sein gelassen hätten, dann wären wir die Einzigen gewesen, die das hätten können verändern. Take the blade. Trudge forwards. Nimm die Klinge. Vorwärts stapfen. Also wenn wir uns umbringen, dann endet alles. Jetzt ist die Frage, jetzt ist sie ja in uns innen. Sie überlebt ja. Was passiert? Oh! Das ist geil! Was passiert, wenn wir jetzt sterben? Dann wäre sie ja in uns innen und sie dann plötzlich sieht, wie der Narrator den Befehl gibt, sie umzubringen, sie aber schon in uns drin ist. Oh, das ist geil! Ich mach das. You reach forward and mindlessly take the blade from the table. What do you plan to do with it? Du gehst führen und nimmst das Messer. Was hast du eigentlich vor, mit dem zu machen? Slay the Princess! Aber das heisst ja, ich bringe mich selber um. Okay, ich muss das speichern. Sorry schnell. Ich muss das speichern. Isn't that an interesting idea? Ist das nicht eine interessante Idee? I hadn't even considered it as an option. Slaying her would slay you. Are you sure you're willing to do that? Sie umzubringen heisst, dich selber umzubringen. Of course we're sure. The decision has already been made. Sicher sind wir sicher, wir haben die Entscheidung getroffen. Better this than ferrying her out of here. Ja, besser das, als sie rauszulassen. What do you think you're doing? Was denkst du, was du jetzt Hear machst? that? She's scared. No point wasting more time. Do it. You lift the blade, then plunge it deep into your guts. Pain spreads quickly through your torso as you attempt to turn its edge up towards your heart. Du rammst das Messer in deinen Hals, Guts, oder? Oder nein, warte jetzt. Was ist Guts schon wieder? Nein, in die Eingeweide, ich bin so blöd. Der Schmerz breitet sich in dir innen aus. No! Princess, her spirit bound to your prison of flesh as she had once been bound to the basement's prison of stone, cries out in agony as you slice through organ and muscle. Also sie ist verzweifelt in diesem Fleischgefängnis, während du in deine Muskeln und Organe schneidest. Your skin roils and bucks as she violently pushes against it from the inside. Bits of her seep through, white and glowing with ethereal light, but still the walls of your prison hold.
Also sie versucht sich zu wehren, aber es geht Is nicht. this really what you wanted? Do you hate me so much that you would kill yourself just to deny me freedom? ist das wirklich das, was du willst? Dass du mich so stark hasst, dass du dich lieber selber umbringst, damit ich keine Freiheit erlange? Yes, he would. Because he knows what's at stake and he knows what will happen if you leave this place. I'm not so sure about all of that. Ja, das ist nicht. Don't be modest. You're a hero. Do you think I'm just going to stick around while you die? Hell no, I'm leaving. Hast du das Gefühl, ich bleibe einfach drin und ich gehe einfach raus? Try if you want. But I think this is an end for all of us. Du kannst es versuchen, aber ich habe das Gefühl, das ist das Ende von uns allen. Let me out, let me out, let me out, let me out! The princess's form continues struggling to pull itself out of you, but the effort is in vain. Also sie versucht, vergeblich dagegen anzukämpfen, aber der Aufwand ist vergebens. You collapse to your knees. Your vision blurs, then starts to fade. Okay. Ich kehre und meine Sicht trübt sich und verschwindet. And then what happens? Und was passiert jetzt? I think he's gone. Just like everything else. Er ist tot wie alles andere neu. Are we dead? Tot? I don't know. I don't think so. This is different than it was last time. Hä? Ah. Hä? Nein, warte jetzt. Hä? Moment, schnell. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Es ist anders als das letzte Mal. Aber hey, Mr. Cole, du bist ja gar nie dabei gewesen. Ist der Cold der Smitten, aber einfach das Gegenteil davon? Und der weiß das noch. Ach du. As the voices in your head debate amongst themselves, the form of the princess crawls from your body and into the vasting nothingness surrounding you. Also sie kommt aus mir, während die Stimmen in meinem Kopf debattieren, kommt die Prinzessin aus mir raus in das endlose Neid. Do you think we're done? Hast du das Gefühl, wir sind fertig? Okay. Alter. Hast du das Gefühl, wir sind fertig? Bleibst du und dann ist es fertig. But you don't get the chance to respond, nor will you ever. It's time to leave. Memory returns. Aber du kannst nicht, du hast keine Chance darauf zu antworten und du wirst es auch nie kennen. Es ist Zeit, das zu verlassen und Erinnerungen kommen zurück. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? Moment, sie ist einfach weg. Wo ist sie hingegangen? Wenn wir sie jetzt finden? And there's that mirror again. Why is it here? Why now? Und jetzt ist der Spiegel wieder da. Wieso jetzt? Und wieso hier? Of course you're scared. This is the end for you, but it's not the end for me. Natürlich bist du beunruhigt. Das ist das Ende für dich, aber nicht für mich. It's going to be okay. Just trust me. We've been here before and you always get scared. Alles ist okay, glaub mir. Du bist schon mal hier gewesen und du bist damals schon beunruhigt But it gewesen. feels so bad. Like looking into it right now is going to be the end of everything. Aber es fühlt sich schlecht an, dort hineinzuschauen, ist vielleicht das Ende von You allem. don't need to comfort him. Du musst ihn nicht beruhigen. It's not the end. Whatever on other side is going to be nice. It's the end for you, but not for me. Das macht er natürlich nicht beruhigen. I see you on the other side. I'm going to be okay. Nein. Okay, schau jetzt. Ich versuche zu beruhigen. Es ist nicht das Ende. Okay. If you say so, we'll trust you. Ja, es ist nicht das Ende, wirklich. Whatever makes you happy. Der Cold ist ja geil. You approach the mirror.
glaze into your reflection. Silence as you reach forward. They're gone once again. The mirror always makes them leave, but you need to see what's in it. The bloat. You've grown. You've grown. You find yourself in the long quiet once again. You are at the cabin. Approach her. Flickering lights in empty cityscapes become pockets of vitality and movement. I am more than I was before. Okay. Für... Moment schnell. Die Entität war leer gewesen und wir haben ihr einen Wessel gegeben. Ein Gefäß. Meint sie damit... Letztes Mal hat sie ja gesagt, ich habe ihr das Geschenk gebracht, das Gefäß. Meint sie damit... Setzen wir eine Art wie ein Puzzle von einer Person zusammen? Weil sie hebt jetzt gerade die Person, also die Prinzessin. Und sie sagt jetzt gerade... Flickering lights in empty city space become pockets of vitality and movement. Also die schwach schimmernden Lichter in der leeren Stadt bekommen plötzlich Pockets of vitality. Kommt plötzlich Leben und kommt plötzlich Leben und Bewegung rein. Und ich bin mehr, als ich vorher war. Whenever you are ready, I will wipe your slate clean once again. Wenn du bereit bist, dann wipe your slate clean, dann tue ich dich quasi Wipe auswischen. Mann, us! Arschloch! Oh Mann, ich sehe da nicht so spät, aber solche Games gamen. Sie meint damit quasi, dass sie noch meine Erinnerungen auslöscht quasi. Are you the same being as you were before? How much have you changed? Okay, das fragen wir mal. Is a child the same as an infant? I am an unbroken pattern, but every vessel gives fresh perspectives and carves new avenues of expression. I am different, but I am the same. Okay, also sie hat uns eigentlich die Antwort gegeben. Is a child the same as an infant? Also ist ein Kind das gleiche wie eine nicht erwachsene Person? Ein Infant ist nicht... Is an unbroken pattern, but very every vessel. Also sie ist ein Pattern ist das Muster. Ein Säugling, ein Infant ist ein Säugling. Ist ein Kind gleich wie ein Säugling? Nein, ist natürlich nicht. Infant, Säugling. Ich kenne... Ja, okay. Also ist ein ungebrochenes Muster. Aber jedes Gefäß, das wir ihr bringen, bringt ihr eine frische Perspektive. Und hinterlässt quasi frische Ausdrucksmöglichkeiten. Sie sagt, ich bin gleich, ich bin anders, aber ich bin die gleich. Das heisst eigentlich so viel wie, sie hat sich verändert, aber sie ist eigentlich noch die gleiche wie vorher. What does it feel like to change like this? Wir müssen einen Haufen Fragen stellen, denke ich. Wie fühlt es sich an, sich so verändert zu haben? Eyes close in reflection. Ich mache Tage zum Reflektieren. Perspectives meld together, and the breadth of my experience stretches to new corners. There are contradictions, conflicts in my nature, and there are familiarities that bind everything together. Okay. Perspektiven schmelzen zusammen.
Und hinter dieser Erfahrung erstrecken sich nie wie Winkel. Die Widersprüche und Konflikte in meiner Natur. Und es gibt Familiarities, Ähnlichkeiten hinter all dem. It feels correct. Es fühlt sich This gut an. is what I need to be. Aha. This is the only path forward. Es fühlt sich richtig an und das ist alles, was sie braucht. Und das ist auch der einzige Pfad. When this is all done, do you know what you want to do? Wenn das alles vorbei ist, weißt du, was du willst. With every gift you bring me, I excavate the alleys of what I am meant to be. And every exploration yields new and complicated truths. What I will be is different than what I am. And what I am is different from what I was. Gut, ich hebe alle LAs. Also alles, was ich ihr bringe, verändert, was sie ist. And every exploration yields new and complicated truths. Und jede Entdeckung bringt neue und komplizierte Wahrheiten ans Tageslicht. What I will be is different than what I am. Und was ich werde, ist anders als das, was ich jetzt bin. Und ich bin anders als das, was ich mal war. I cannot tell you what desires I will hold when I have changed. Ah, das stimmt natürlich, gell? Wenn wir jetzt quasi recht haben mit dieser Vermutung und wir quasi jetzt eine Person zusammensetzen mit all ihren Dings, Begehren und Wünschen. Ich meine, vielleicht haben wir jetzt wirklich die guten und die schlechten Seiten, die unentschlossenen, die mutigen Seiten von einem Menschen quasi wie einzeln zusammensetzen. Und das ist jetzt das, was wir quasi in dieser Prinzessin innen sehen. Eine liebevolle Prinzessin, die aber keine Ahnung hat, was sie will. Eine böse Prinzessin, die genau weiss, was sie will, aber irgendwie keine Gefühle hat. Und jetzt setzen wir die Stücke alle zusammen. Und natürlich mit jedem Stück, das dazu ist, kann sie natürlich nicht sagen, was ihre Verlangen sind. Und es wird ja immer ändern. But in this moment, all I want is to know myself and to know you. Das ist so ein geiler Satz. Aber in dem Moment ist das Einzige, was sie will, zu wissen, wer sie ist und wer wir sind. So geil, ey. Oh, ich habe heute, ey. Oh. Das ist ja so introspektiv. Introspektiv. Ist das richtige Wort? Habe ich jetzt einfach ein Wort erfunden, das es nicht gibt? Introspektion. Bei denen berichtet man, Menschen sind aufmerksam nach innen und macht sich Gedanken über seine eigenen... Ja! Hey, Dami, ich habe gerade das richtige Wort gesagt. Ich bin jetzt nicht einmal sicher, ob ich das richtige Wort habe. Ich finde so Sichten nach innen extrem geil irgendwie. Dass man sich Gedanken über sein eigenes Leben eigentlich macht und sich fragt, wer man ist, was man will und wieso man das eigentlich will. Und ich habe das Gefühl, man sollte nicht zu fest über sich selber nachgrübeln, weil man wird am Ende von dem Grübeln keine wirklichen Antworten finden. Weil es ist nicht so, dass je mehr als du darüber nachdenkst, desto eher findest du den Grund für das Leben und das Universum und allem, sondern eher tun sich noch mehr Fragen auf. Und irgendwann denkst du, wieso lebt überhaupt alles? Aber ich denke, es macht Sinn, sich mal Gedanken zu machen, wieso es uns Menschen überhaupt gibt, was für einen Stellenwert wir in dieser Welt haben und wieso das Leben sollte Sinn machen. Weil es kommt niemand und sagt dir, der Sinn vom Leben ist,
da, drück auf den roten Knopf. Also ich meine, klar, natürlich, unsere Gesellschaft sagt die ganze Zeit, was der Sinn sollte sein. Ja, du musst da einen Job haben, du solltest deine Miete bezahlen, du solltest Steuererklärungen ausfüllen, du solltest dich politisch engagieren, du solltest Umweltschutz betreiben und du solltest Leistung auf den Boden bringen, aber du solltest eigentlich auch Spass im Leben haben. Du solltest Work-Life-Balance haben, aber eigentlich solltest du auch arbeiten und möglichst da Leistung bringen. Aber du solltest eigentlich auch wie soll ich sagen, dir selber gut zu tun und Sport machen und Meditationen und bla bla bla. Eigentlich sagt dir das Umfeld die ganze Zeit, was du machen solltest. Das meine ich aber auch gar nicht damit, sondern eigentlich das Leben an und für sich gibt dir keine Richtung vor. Ich meine, du kommst auf die Welt, du hast Hunger, du scheissest, du bist glücklich, du bist traurig. Und in all dem gibt es ja nicht irgendwie eine Richtung, wo es heisst, ja, das musst du jetzt machen. Ausser vielleicht einfach überleben, oder? Aber ich glaube, das Leben ist ja nicht mit dem Sinn begründet, dass du einfach lebst. Also schon ein. Aber ich meine, was ich eigentlich raus will, ist, irgendwann wirst du vielleicht auf die Idee kommen, dass wir Menschen ja fähig sind, Gefühle zu empfinden. Ich meine, ein Stein, der am Boden liegt, der wird ja nicht glücklich oder traurig sein. Das heisst, am Stein ist es scheißegal, was mit ihm passiert. Aber dir ist es nicht scheißegal, was mit dir passiert. Das heisst, du spürst ja, wenn Sachen gut tun an dir und Sachen, die dir nicht gut tun. Und du kannst ganz klar unterscheiden zwischen die guten Sachen, die will ich, und die schlechten Sachen, die will ich nicht. Und ich würde sagen, der Sinn vom Leben ist, dass du dir Sachen gönnst und die Sachen machst, die dir gut tun und die das Leben schön machen. Und nicht, dass du Sachen machst, die dir und anderen schaden. Ich glaube, das ist der Sinn vom Leben. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du auf Partys gehen musst, von morgen bis am Abend Alkohol saufen und alles um dich her in eine Party stürzen. Sondern eigentlich meine ich damit, dass man einfach auch die schönen Sachen im Leben sehen und die schlechten möglichst vermeiden oder vielleicht sogar aktiv zu bekämpfen. Und ich glaube, das ist der Sinn vom Leben. Und das ist nicht ein universeller Sinn, wo du kannst sagen, genau das ist etwas Gutes oder das ist etwas Schlechtes. Ich meine, wenn jetzt ein Mensch, ich denke, das hat auch Grenzen, wenn ein Mensch das für schön empfindet, einen anderen Menschen umzubringen, dann muss ich schon sagen, also, dann verletzt es natürlich Grenzen von einer anderen Person. Ich sage immer, deine Freiheit ist so gross, bis sie die Freiheit von jemand anderem einschränkt. Und ich denke, du darfst dir Gutes tun, solange du nicht irgendeine andere Person damit einschränkst. Also das ist das Gleiche wie der Respekt vor dem Nachbarn. Was der auf seinem Grundstück macht, kann dir eigentlich scheißegal sein. Das ist dem seine Freiheit und er stört dich ja damit nicht. Aber wenn er jetzt natürlich einen riesengroßen Baum hat und dort, ich weiss doch auch nicht, Alport Est auf dein Grundstück durchgeht, dann schränkt er deine Freiheit ein, weil jetzt liegt der ganze Scheiß bei dir an. Und ich denke, das meine ich damit, oder? Deine Freiheit und auch das, was dir gut tut, ist nur dann auch wirklich etwas Gutes, wenn es nicht irgendjemandem schadet oder stört. Und ich glaube, es gibt ja genug Möglichkeiten in der Welt, dass man das machen kann, ohne dass man anderen Leuten muss, im Weg stehen und sie unnötig mit dem belästigen. So, jetzt haben wir aber einen extremen Exkurs gemacht in meine Gedankenswelt, während da die schöne Stimme im Hintergrund uns etwas vorsingt. Aber ich hatte das nur noch irgendwie noch, das hat einfach gerade so zum Thema gepasst. Ja, beschäftige dich mal mit euren Wünschen, was ihr eigentlich wollt. Aber verliere dich nicht dort drinnen, das wollte ich eigentlich damit sagen. Weil ich habe manchmal so das Gefühl, in der ganzen Hektik auf der Welt und bei all dem, was ja einem gesagt wird von der Gesellschaft, machen sich auch häufig gar nicht Gedanken, was sie eigentlich wirklich erreichen wollen. Und dann sind es alte Säcke und denken sich, was habe ich eigentlich gemacht, wieso habe ich das gemacht? Und eigentlich hätte ich noch wollen und eigentlich hätte ich dieses noch wollen. Und ich finde immer, man sollte so leben, dass man hinterher nicht irgendetwas bereut. Gut, so, aber jetzt machen wir da weiter, Entschuldigung. If you know that,
And the end of this, once you're finished, I'm going to kill you, right? You know that at the end of the... Was? And you know that at the end of this, once you're finished, I'm going to kill you. Das... Also weißt du, ich habe das Gefühl, das heisst ja eigentlich, du weißt schon, dass am Ende von all dem, wenn du vollkommen bist, ich dich umbringen. Aber heisst das, ist das metaphorisch gemeint? Heisst das so viel wie, sobald ich alle Facetten von dir zusammengesetzt habe, endet das Spiel. When I go back, it's as if I'm visible walls close around me. Why can I not do the same things I've done before? Wenn ich zurückgehe, ist es, als wären unsichtbare Wände um mich herum. Wieso kann ich nicht das Gleiche machen wie vorher? Hä? Was? Gut, wir haben jetzt mega andere Entscheidungen getroffen, aber das ist mir gar nicht aufgefallen. Können wir nicht mehr die gleichen Entscheidungen treffen? Alter, das ist ja geil. Ist das wirklich so? Das ist mir nicht einmal aufgefallen. Das müssen wir unbedingt anschauen, ob das wirklich so ist. You have been kinder to me than anyone else I've met. Du bist netter zu mir als jeder andere, den ich bis jetzt getroffen habe. You have been kinder to me. What do you want me to bring you next time? Was willst du, dass ich dir das nächste Mal bringe? Gifts aren't what someone tells you to bring them. Geschenke sind nicht das, wo irgendjemand dir sagt, dass du das selbst bringen. My joy isn't seeing what you choose. There are no wrong answers, and every perspective illuminates my shadows and shares new secrets. Also mein Vergnügen besteht darin zu sehen, wie du dich entscheidest. Es gibt keine falsche Antwort. Und jede Perspektive erhält der Schatten, erhält die Schatten und teilt ihr Geheimnis mit. Holy fuck! How many more vessels do I need to bring? Und das hat sie mir auch schon erklärt. Mehr als ich bis jetzt gemacht habe und weniger als es eigentlich gibt. What do you feel about me? This vessel I've been bringing to you, I've heard them. Was denkst du, was fühlst du über mich? Das Gefäß, das ich dir gebracht habe, ich habe es verletzt. The vessels are shaped by memories of you, but they are drawn to the edge of the long quiet. To them you are a gate to something more, and you are something more than that, too. But they are only thoughts and perspectives. They are not me. Ach so, also es sind nur Erinnerungen an mich und es hilft ihr quasi eine Tür aufzustoßen, um mich besser zu kennenlernen. Und schlussendlich sind es nur Gedanken und Perspektiven und sie haben nichts mit ihr selber zu tun. The wounds they've suffered carve texture around my heart. Without them, I would be as I was before. Ah, sie meint jetzt damit all die Schmerzen und das Leid rund um ihr Herz machen schlussendlich, also ohne das wäre sie so wie vorher quasi, wir bringen wie Leben in das I would be Ganze. alone and without sensation. Sie wäre I could not allein. feel the joy of having you Entschuldigung. by my side, for I would not know your absence. Ohne die Erfahrung wäre sie allein. I could not feel the joy of having you by my side. Ich kann das Gefühl nicht verstehen oder hat das Gefühl nicht die Freude, dich an meiner Seite zu haben. I would not know your absence. Und ich wüsste ja nicht, wie es sich anfühlen würde, wenn du weg bist. You have to be kinder to me. You have been kinder to me than anyone else.
Thank you. Danke. Do you have any thoughts on this vessel? So you don't have any preferences. So. How many more vessels do you need? Ich will, ja genau. Du bist netter zu mir als alle anderen. Danke. Why wouldn't I be kind to you? You are the only thing I know that isn't me. Why wouldn't I be kind to you? You are the only thing I know that isn't me. Why wouldn't I be kind to you? Wieso sollte ich nicht lieb zu dir sein? Du bist das Einzige, wo ich kenne, wo nicht ich bin. Also sie ist happy, dass ich rum bin. Okay. Das weiß ich eigentlich gar nicht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Darum frage ich das auch gar nicht. Und das weiß ich auch nicht. You know that at the end of this, once you're finished, I'm going to kill you, right? Das wäre ja eine Arschloch-Antwort. Hast du noch irgendwelche andere Gedanken zu diesem Gefäß? This one is vaporous. She is a dream for a life she could never have. But that longing has given her so much capacity for kindness. She will make for an understanding heart. Okay. Was heißt, this one is vaporous? Dass sie zerschmettert worden ist, quasi. Weil wir sie halt umgebracht haben. She is a dream for a life she could never have. Sie ist ein Traum für das Leben, das sie noch nie hatte. But that longing has given her so much capacity. Aber das Verlangen hat ihr so viel Kapazität für Liebe gegeben. Oder Liebe. Kindness, Nettigkeit. Und das wird helfen für ein verständnisvolles Herz. Do not mourn her. She will finally be able to hold what she never knew. Ich zähle nicht, um sie zu rühren. Sie ist schlussendlich in der Lage, Sachen to hold what she never knew. Sachen in sich inne zu haben, was sie nie gewusst hat. Also die Kindness in diesem Fall. Puh. So, nein, das muss ich nicht fragen. I'm ready to go back. Destroy your body. Okay, das können wir auch. Wieso sollten wir das machen? Also ich sage immer, wenn ich nicht verstehe, wieso ich es machen soll, dann mache ich es nicht. Ich meine... Ja. I'm ready to go back. I will long for your return, but it will give me time to reflect on what I am. Genau. Ich werde dich vermissen. Aber durch das habe ich jetzt Zeit, über mich selber zu reflektieren. Und ich bin tot. Alter, ich verklippe jedes Mal, ey. Oh Gott. The hero and the princess. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Holy shit. Gut, wir werden an dieser Stelle speichern. Ich tue gerade 2 speichern. Komm, dann geht alle 3 speichern. Holy fuck, okay. Wir shapen quasi eine Persönlichkeit. Also wir formen eine Person. Und alle Entscheidungen, die wir treffen, also die Geschichte, die ist sinnlos und leer. Eigentlich. Und sie ist immer das Gleiche. Was wir jetzt noch nicht entdeckt haben, ist, dass es anscheinend Entscheidungen nicht mehr gibt, die wir vorher treffen können, weil wir sie schon getroffen haben. Das heisst, unsere Entscheidungen formen die Charakter. Und eigentlich
formt unsere Entscheidung vor allem die Prinzessin. Der Narrator ist immer das gleiche Arschloch, der Hero ist immer der gleiche heroische Typ, der Smitten ist immer der gleich verliebte sich, der Cold ist immer der empathielose Typ. Also immer, gell? Er ist jetzt immer so gewesen, aber er ist jetzt nicht jeder Runde dabei gewesen. Das heisst, wir versuchen jetzt noch den Feigling zu machen vielleicht. Nein, ich weiss doch auch nicht, aber wir müssen sicher einen anderen Weg jetzt einschlagen, damit wir die Entität formen können und ich weiss auch gar nicht, was dann passiert. Aber ich finde das Konzept fucking geil, ey. Shit, ich glaube, ich mache es so, dass ich jeden Durchlauf als eigene Folge rein tue. Ich habe ganz am Anfang habe ich Chapter 1 in eine eigene Folge gepackt und Chapter 2 in eine eigene Folge gepackt. Weil es doch recht lang gegangen ist, aber ich finde fast die beiden kehren eigentlich in einen Durchlauf rein. Weil Chapter 1 geht extrem schnell. Und Chapter 2 braucht eigentlich fast die meiste Zeit, weil man dort viel mehr Entscheidungen treffen kann. Und es komplizierter wird, weil sich ja dann die Geschichte und das Ganze aufbaut. Darum, ich glaube, ich werde es so machen, dass ich jeden Durchlauf als eigene Folge nicht tue. Scheiße, das Spiel ist voll geil. Ich habe eigentlich zuerst damit gerechnet, dass es noch das Chapter 3 gibt. Aber ich glaube, es gibt nur die Chapter 1 und 2 und am Ende geht es immer darum, dass man die Entität mit sagen wir schnell, frischen Facetten von Persönlichkeiten füttert. Was ist das am Ende wird bringen, das wissen wir im Moment nicht. Wir werden es sehen. Ja, es tut mir leid, vielleicht für die langen Ausschweifungen, die ich da manchmal drin hatte. Ich hoffe, ihr findet das okay. Vielleicht sind ihr sogar dankbar, wenn ich manchmal so abschweifende Gedanken habe. Ich finde, das Spiel ladet ja sehr dazu ein, sich solche Gedanken zu machen. Und wenn mir das schon in sich kommt, dann würde ich ja euch gerne das mitteilen. Und ich glaube, wir sind ja nicht hier in diesem Let's Play und schauen das Let's Play miteinander. Also ja, ihr schaut es, ich bin am Spielen. Ihr schaut das ja nicht nur, weil ihr einfach, wenn ihr seht, der ist voll der Speedrunner und der fuckt jetzt einfach da quer über so ein Spiel rein. So, ich glaube, das Interessante ist ja schon, dass man kann zuschauen und vielleicht sich selber auch Gedanken machen, wie würde ich entscheiden. Und vielleicht auch zu sehen, was haben meine Entscheidungen für Konsequenzen. Und ich will ja euch erklären, wieso ich die Entscheidung getroffen habe, damit ihr es auch verstehen könnt. Ja, und dann kommen mir natürlich auch Gedanken zu diesem Thema sein und die tue ich natürlich auch mitteilen. Und ich nehme so Spiele ja natürlich auch ernst, weil die packen jetzt das ziemlich ernstes Thema an, wo es um Persönlichkeit geht, um innere Werte und alles Zeugs. Und da dürfen wir, glaube ich, schon ein paar Worte darüber verlieren, wenn es mitten in der Nacht ist und ich eigentlich schon lange schlafen okay. Ich hoffe, ich mache das Spiel nach wie vor Spaß zum Zuschauen. Ich finde es richtig geil. Könnt ja gerne in den Kommentaren noch hinschreiben, was ihr so ein bisschen darüber denkt. Das würde mich sicher freuen. Also ihr meint natürlich nicht, ihr kennt euch. Und der Kommentar macht ja gar nicht weh, habe ich schon festgestellt. Also sonst würde ich auch gar nicht mehr leben. Dann würde ich sagen, wir versuchen beim nächsten Durchlauf so einen ausgewogenen Mix zu machen. Wo wir vielleicht das Messer mitnehmen, aber zuerst mal mit ihr schwatzen, dann mal schauen, was ein bisschen passiert. Und dann vielleicht ein bisschen situationsbedingt entscheidet. Yeah, geil, ich bin voll am Geinen, ich muss unbedingt liegen. Gut, dann würde ich sagen, wie immer, danke vielmals fürs Zuschauen. Danke für all die Leute, die so viele Videos schon geschaut haben und bis jetzt noch dabei sind und sich auch für solche Sachen interessiert. Ah ja, genau, das wollte ich noch sagen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, irgendetwas wollte ich noch sagen. Ich werde vielleicht eher auf meinem Kanal jetzt so Spiele wie das machen, die eher ein bisschen kürzer sind und wir so Rollenspiele eher so ein bisschen in den Hintergrund stellen. Nicht ganz vernachlässigen natürlich, es wird nach wie vor noch Rollenspiele geben.
Ich werde euch Sea of Stars weitermachen in der nächsten. Aber ich merke selber bei mir, wenn ich Let's Plays schaue, so Rollenspiele oder auch so ähnliche Spiele, die relativ lang gehen, die ermüden irgendwann auf die Länge. Und ich möchte ja schon ein bisschen Abwechslung auf dem Kanal aufrechterhalten. Und mich schießt es selber an, wenn ich jetzt irgendeinem Let's Play, also irgendeinem Game, irgendwie schon seit irgendwie 100 Stunden dran hänge und es irgendwie einfach noch nicht fertig wird. Und ich dann so wie gerne langsam wieder etwas Frisches drauf hat. Darum, ich denke so einmal eine Observation Duty und so. Hey! Gott verdammt, wieso muss ich das so gerne? Es wird jetzt vielleicht öfters geben auf dem Kanal. Ich werde noch ein paar Spiele vielleicht noch raussuchen. Wenn ihr Ideen habt, dürft ihr das gerne rein tun. Und es wird Rollenspiele auch immer noch nach wie vor geben, einfach vielleicht ein bisschen weniger. Und ich denke, das ist sicher auch im Interesse von euch, dass es da ein bisschen Abwechslung auf dem Kanal gibt. Mich würde es nämlich selber auch freuen. Ich tue auch nicht allzu gerne zu lang an einem Spiel hängen. Also irgendwann so nach 30, 40 Stunden finde ich es auch mal gut, wenn ich dann wieder irgendein anderes Spiel kann zocken. Ja, ich hoffe, ihr findet das okay. Ausser es gibt dann gerade wirklich ein Let's Play, ein Rollenspiel, wo wir sagen, yeah, voll geil. Das müssen wir unbedingt drauf haben. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, wie immer, und bis zum nächsten Mal!